Für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft ist die Corona-Pandemie ein harter Schlag ins Leben. Steigende Arbeitslosigkeit, soziale Isolation und der Verlust von Familienmitgliedern durch den Virus sind heute eine Normalität. Bei rasender Verbreitung und regelmäßigen Lockdowns rund um die Welt mit immer stärkeren Quarantänemaßnahmen denken wohl die meisten eher nicht an das Reisen. Die Ausnahme das Ehepaar Glöckner aus Hamburg. Ursula und Wolf Glöckner sind selbsternannte Corona-Urlauber. Was ein Corona-Urlauber genau ist, das wollten wir auch wissen. Das war unser erster Corona-Urlaub in einem Risikogebiet. Das war besonders schön. Ja, das war so am Anfang der Pandemie noch, ne? 2021? Ja. Covid-19 hieß das dann noch. Ja. Da haben wir noch gedacht, ja, komm mal aus Asien, bleib mal. Ja. Ja, die einen fahren halt gerne mal nach Mallorca für einen Strandurlaub oder so. Oder mal für ein romantisches Wochenende nach Paris. Wir genießen allerdings gern Lockdown- und Quarantänekultur in Risikoländern oder Hochinzidenzgebieten. Ne? Ja, der Lockdown und die Quarantänevorschriften sind ja auch von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Wir sind da halt neugierig. Ja, und hier in Deutschland bist du ja eh isoliert. Da kann man auch mal ein anderes Land fahren und die Maßnahmen genießen, ne? Ja, da muss man sich auch nicht schlecht fühlen, wenn man mal keinen Tagesausflug machen will. Geht ja eh nicht, ne? Hier zum Beispiel, da waren wir in Indonesien. Das war spannend. PCR-Test 48 Stunden vor der Einreise, doppelte Maskenpflicht. PCR-Test bei der Ankunft, 5 Tage Aufenthalt in einem Regierungsgebäude ohne Menschenkontakt und ein erneuter PCR-Test, all inclusive. Ja, die Zimmer waren ein bisschen klein, aber es gab 2 Mahlzeiten am Tag, das war schon was. Ja, wir lieben ja auch die PCR-Tests, ne? Dem Wolfi haben sie damit schon mal die Atemwege befreit. Hier, weißt du noch? Ja, hat geholfen. Ja. So gut hat die Nase noch nie funktioniert. Du hast ja deine Probleme, ne? Mit dem Riechen. Na je, das war Schweden. Das war rausgeschmissenes Geld, ne? Gar keine Maßnahmen. Das hat sich nicht gelohnt. Oh, Wuhan, China. Das ist ja sozusagen Ground Zero. Also so wie so eine Pilgerschaft nach Rom oder Mekka für uns Corona-Urlauber. Aber da geht dann auch wirklich gar nichts, ne? Also da ist absoluter Lockdown. Ja, und da werden die PCR-Tests ja auch noch... Ja gut, anal ist jetzt nicht jedermanns Ding, aber ich sag immer, von hinten rum kommst du ja auch auf die Bühne. Ja, der Wolfi weiß das. Der hat mal bei Cinderella das Eichhörnchen gespielt. Weißt du noch, da habe ich mich richtig verliebt in ihn. Das war der Moment, ne, als die Nuss aufgehoben hast. Natürlich sammeln wir auch Masken aus allen Risikogebieten, in die wir fahren. Zum Beispiel hier Weihnachten in Italien. Oder die habe ich aus Portugal mitgenommen, als das noch ein Hochinzidenzland war. Die ist schön. Wolf und Ursula sind so begeistert von ihren Corona-Reisen, dass sie auch andere von diesem Reiseerlebnis überzeugen wollen. Ja, wir bieten eben die üblichen Verdächtigen an, was Reiseziele betrifft. Da haben wir dann USA, England, Wuhan, Aserbaidschan. Solange das vom Robert-Koch-Institut als Hochinzidenzgebiet oder Risikoland deklariert wurde, kannst du das bei uns buchen. Ja, wir müssen auch einen ganzen Stapel an Dokumenten immer ausfüllen. Ohne korrupten Visa-Agenten geht da auch gar nichts. Ja, da musst du schon mal ans Dark Web und bei einem Menschenhändler nach einem Kostenvoranschlag fragen, ne? Und ich hatte noch überlegt, geh noch mal ein bisschen runter. Guck mal hier, da kannst du doch den Extreme-Button noch einfügen, damit die Leute wissen, wo sie klicken müssen. Mach da noch Extreme. Wir bieten nämlich für die ganz Abenteuerlustigen noch Corona-Extremreisen an. Und da geht es dann in Länder mit ganz neuen Mutationen. Ja, oder auf asiatische Kreuzfahrtschiffe. Da kann der Lockdown mal locker 3 Monate dauern. Kreuzfahrtschiff mit viel Virus an Bord kostet allerdings auch extra. Da kann ich mich noch erinnern. Das war unser erster Quarantänerekord. Aber was denken Ursula und Wolf über das Gesundheitsrisiko, das sie für sich selbst und andere darstellen? Naja, also das mit der Impfung 2021 war ja nix. Kaum waren alle geimpft, kam schon die nächste Mutation. Ja, und dann hatten wir eine tolle Idee. Wieso nicht einfach Immunitätsreisen anbieten? Einmal Covid aufgeschnappt im Risikogebiet und dann ist man ja immun, ne? Ja. Das habe ich damals in der Bild-Zeitung gelesen. Ja, und wir bieten den Leuten auch Adressen von Krankenhäusern unter anderem. Da gibt's ja mit Abstand das beste Corona.
Und kann man als Corona-Reisebüro Geld verdienen? Ja, ich sag mal so, der Markt ist noch recht jung, aber so langsam spricht sich das schon rum, doch. Ja, bitte denken Sie daran, dass hier auch ein Mensch an der anderen Leitung ist, ne? Ja, genau. Ich meine, das ist die bekloppteste Idee, die ich je gehört habe. Ja. Wer in seinem richtigen Verstand möchte Ja. Corona-Urlaub machen? Also echt, Leute, wie Okay. euch sollte man einsperren. Ja, supi. Auf Wiederhören. Tschüss. Ob andere sich für Corona-Reisen begeistern werden, wird sich noch zeigen. Aber eins steht schon fest. Für Wolf und Ursula Glöckner steht die nächste Lockdown-Tour schon an. Du Wolfi, neuer Lockdown in Thailand. 14 Tage Quarantänepflicht, 3-fachen PCR-Test, Ausgangssperre, all inclusive. Digga, lach mal.